Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf dem neuen Sicherheitstechnik-Kanal der Firma Bernstein. Ich bin der Sascha und ich bin hier als Produktmanager tätig und ich möchte dir auf diesem Kanal das Thema der funktionalen Sicherheit so ein bisschen näher bringen. Ja, und heute fange ich mal an mit dem Thema der Normen, weil Normen sind ja an sich gar nicht so interessant, aber wir brauchen natürlich deren Inhalte zwingend, wenn wir über das Thema der funktionalen Sicherheit anständig sprechen wollen. Und keine Angst, wir werden hier heute keine Normvorlesung machen, weil das würde wahrscheinlich dazu führen, dass der eine oder andere von euch so ein bisschen wegnickert. Wir werden all diese Inhalte in den Folgevideos vor allen Dingen auch Step by Step anhand von anständigen Praxisbeispielen erklären. Dennoch möchte ich heute einmal einen kurzen Exkurs machen hin in diesen Bereich der Normen, um dir einfach zu sagen, hey, wo wir sind wir als Bernstein unterwegs, damit du auch für dich einordnen kannst, ob das für deine Anwendung soweit passt. Wir sind ja im Bereich der funktionalen Sicherheit unterwegs. Das heißt, wir müssen eine Maschine sicher machen. Zum einen so sicher, dass Menschen, die mit dieser Maschine arbeiten, nicht gefährdet werden. Und zum anderen, dass natürlich auch das Produktionsgut nicht beschädigt wird. Und wenn wir das soweit treiben und wenn wir dann gucken, dass wir in diesen Bereich eben reinkommen müssen, dann müssen wir alle Sicherheitsfunktionen einer Maschine einmal betrachten. Das heißt, wir müssen die Risiken, die von dieser Maschine eben ausgehen, einmal kennen. Lokalisieren, das heißt, wir müssen sagen, hier an dieser Tür ist eine potenzielle Gefahr und dann muss ich diese Gefahr im zweiten Step analysieren. Das heißt, ich muss eine Risikoanalyse machen. Und diese Risikoanalyse machen wir mit Hilfe einer Norm. Das ist eine A-Norm, die nennt sich EN ISO 12100, die steht hier oben. Und dann geht von dieser A-Norm, gehen nochmal so zwei Pfade runter, musst du dir vorstellen, zu den sogenannten B-Normen. Das eine ist die EN ISO 13849-1 und das andere ist die IEC 62061. Diese 62061, mit der machen wir kaum was bei Bernstein, deswegen schieben wir die erstmal weg und nehmen diese 13849-1 einfach mal hier in den Fokus. Hier reden wir über sogenannte Performance Level von A bis E. Das heißt, A ist relativ ungefährlich und E ist ziemlich gefährlich. Ja? Und wenn ich jetzt so eine Maschine habe mit, sagen wir mal, mehreren Türen, so wie hier man das sehr schön sieht, dann muss ich eben für jede Sicherheitsfunktion, in dem Fall ist es eine Tür, diese Risikoanalyse eben machen anhand eines Sicherheitsgraphen. Ja? Und innerhalb dieses Sicherheitsgraphen beurteile ich die Sicherheitsfunktion einmal nach dem Eintreten der sicherheitsgerichteten Funktion, das heißt der Gefahr, und nach der möglichen Schwere der Verletzung, die dabei hinten rauskommt. Ja? Und dann bekomme ich nach dieser Analyse ein sogenanntes PLR, ein Performance Level Required. Und das könnte jetzt Performance Level D sein. Und wenn ich jetzt dieses Performance Level D erreichen muss, dann muss ich schauen, ob ich die Maßnahmen, die ich getroffen habe in der Umsetzung, ob die dazu führen, dass ich dieses Performance Level D eben erreiche. Sollte das nicht der Fall sein, muss ich diese ganze Betrachtung eben nochmal machen. Wenn ich zum Beispiel nur C rausbekomme oder B. Ja? Bekomme ich gleich D raus, ist alles gut, dann bin ich für diese Tür fertig. Dann muss ich weitermachen mit all den anderen Türen oder Hauben oder Klappen oder anderen Sicherheitsfunktionen an der Maschine. Ja? So lange, bis ich eben alle geforderten Performance Level erreicht habe. So, und viel mehr möchte ich zu dieser Thematik auch gar nicht sagen. Ich möchte gar nicht weiter rumquasseln. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich dafür, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich würde mich super freuen, wenn du ein Like und ein Abo da lässt und vielleicht sogar an die Glocke haust, die rechts unten unter dem Video ist. Und ja, wir sehen uns in 4 Wochen ungefähr wieder und dann wäre es total cool, wenn du dann auch wieder einschalten würdest. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund und bis dann. Ciao.